Jule, Glückwunsch. Wieder 4 Tore in der Champions League, die ihr erzielt. Wie fällt dein Fazit zum Spiel aus? Ja, grundsätzlich natürlich positiv. Ich glaube, wenn wir 4 Tore schießen, 4-0 gewinnen, zusätzlich noch einen Elfmeter verschießen, dann ist das erstmal ein gutes Zeichen. Ich finde, dass wir es relativ gut verteidigt haben, gut kontrolliert haben, auch in der ersten Halbzeit, aber jetzt da wenig Durchschlagkraft in der gegnerischen Box hatten. Sprich wenig Chancen rausgespielt haben, dann aber es noch vor der Pause geschafft haben, mit Seru dann den Dosenöffner so ein bisschen hinzukriegen. Das hat das Spiel ein bisschen geöffnet. Sind damit in die Kabine gegangen, haben uns das natürlich vorgenommen, in der zweiten Halbzeit besser zu machen, also mehr Druck noch nach vorne zu kriegen, uns mehr zu erspielen. Haben dann das Glück gehabt, dass mit dem Elfmeter dann auch die rote Karte kam. Das hat es natürlich alles ein bisschen eröffnet. Für uns ist das extrem wichtig, weil wir daraus gelernt haben, dass letztes Jahr ein Torverhältnis schon wichtig sein kann. Dadurch sind wir nicht unter die ersten 8 gerutscht. Und ja, 4 Tore tut uns extrem gut. Also auch die 3 Punkte, gerade nach dem vergangenen Samstag. Jetzt hast du die ersten beiden Tore schon schön beschrieben. Beim dritten warst du ja unmittelbar beteiligt mit einer sehr schönen Vorlage. Meine Vermutung war, du hast eher Seru gesehen als Karim. Beschreib das doch nochmal. Stimmt nicht. Ich habe Seru tatsächlich gar nicht gesehen. Ich wusste, dass er da irgendwo rumtummelt, aber tatsächlich war so ein bisschen, weil ich kenne Karim dafür auch schon sehr, sehr gut, als er den Ball gut behauptet hat im Zentrum, dass er eigentlich spielen wird und gehen wird und eigentlich ihn auch relativ schnell zurückhaben will. Das Problem bei Karim ist immer nur, man weiß immer nicht, wohin er dann läuft. Deswegen war es ein bisschen nach Gefühl. Beide waren dann da und klar, am Ende ist natürlich auch ein bisschen Glück, dass der Verteidiger dann noch dazwischen haut, aber ihn dann mehr oder weniger, glaube ich, anschießt und er dann so im Tor landet. Aber klar, nach dem 2-0 war es dann echt gut. Wir hatten gute Chancen, wir haben mehr Druck gehabt und wie gesagt, hätten wir 1, 2 Sachen noch gut ausgespielt, hätte es vielleicht auch noch das eine oder andere Tor mehr werden können. Aber wir können mit aller Demut total zufrieden sein, weil ist eine gute Mannschaft und das war nicht einfach heute. Wie gut tut es euch denn trotzdem, dass ihr mal so deutlich gewonnen habt, dass ihr es souverän zu Ende gespielt habt und am Ende halt ein 4-0 steht? Ja, extrem. Also ich glaube, dass das jetzt das Tore-Schießen in der Champions League grundsätzlich fällt uns ja anscheinend einfach. Aber logischerweise, klar, es sind die Gegentore, die uns ja ein bisschen Sorgen bereitet haben. Und nichtsdestotrotz, klar, Siege, Selbstvertrauen tanken, das ist immer was balsam für die Seele. Wie gesagt, wir haben jetzt ein schwieriges Spiel hier gehabt, wo wir eigentlich hätten das Spiel in den letzten Minuten ziehen müssen, kriegen einen Nackenschlag und haben jetzt eine gute Reaktion gezeigt. Und am Ende ist klar, ich meine, wir haben in Stuttgart, Real gehabt, Top-Mannschaften, wir haben jetzt Leverkusen zweimal Top-Mannschaft. Wir haben am Ende noch Gladbach, die noch kommen, Hoffenheim, die alle gut in Form sind. Das werden jetzt alles sehr, sehr knappe und sehr, sehr intensive Spiele. Da kommen Mannschaften auf uns zu, die mehr als 100% geben werden und da müssen wir uns gegenstemmen. Und ich finde, das haben wir heute gut gemacht. 3 Tage nach dem letzten Spiel und da müssen wir jetzt weitermachen. Glückwunsch zum Sieg, 4 Tore vorne, hinten die 0. Bist du heute rundum zufrieden? Ja, absolut. Ich glaube, wir haben ein sehr gutes Spiel gemacht. Wir haben gut verteidigt, bis auf 1, 2 Situationen zugelassen, die gefährlich werden hätten können. Aber am Ende ist es Champions League. Wir haben es gut verteidigt, wir haben nach vorne gespielt. In manchen Situationen vielleicht ein bisschen unsauber im letzten Drittel gewesen, aber ich denke, im Großen und Ganzen sind wir sehr zufrieden. Auch in der zweiten Halbzeit haben wir vielleicht nach der Überzahl ein bisschen zulässig gespielt, aber es steht schon 3-0 und dann ist natürlich, ich glaube, ein bisschen menschlich auch, dass man da ein paar Prozent weniger macht, aber am Ende gewinnen wir 4-0, das ist das, was zählt. Ich glaube, du bzw. deine Aktion war so ein bisschen im Blickpunkt beim 1-0, ob dann am Ende Hand oder keine Hand. Wie hast du diese Szene aus deiner Perspektive, sag ich mal, wahrgenommen? Ich glaube, ich berühre ein bisschen mit der Hand den Ball. Also ich kriege den aus kurzer Distanz an die Hand, aber laut Regelwerk ist es natürlich sehr unabsichtlich und auch ich habe jetzt auch nicht den direkten Assist gemacht, sondern Aaron. Deswegen laut Regelwerk, glaube ich, ist das schon so, dass dann das Spiel weitergeht, wenn es unabsichtlich ist. Deswegen ist alles, glaube ich, dort im Rahmen geblieben. Wie gut tut dieser auch deutliche Sieg am Ende, dass es mal nicht so knapp war, dass ihr nicht mal bis zur letzten Minute zittern musstet, sondern so ein klares 4-0 einfahrt? Ja, das war sehr, sehr wichtig heute. Das ist halt der Maßstab. Wir müssen von Anfang an da sein, das waren wir. Wir haben, glaube ich, mit der ersten Aktion, was wir im letzten Spiel gegen Stuttgart falsch gemacht haben, hatten wir nach 10 Sekunden, glaube ich, einen Eckball. Und ich glaube,
so ins Spiel zu kommen ist immer gut, aber ich glaube, heute hat auch wirklich jeder gearbeitet. Die Basics waren sehr wichtig, wir haben Gas gegeben und das ist das, was zählt. Und wir müssen einfach weitermachen, wir müssen uns das hart erarbeiten, jedes Tor nach wie vor. Und heute war es ein Standard, was der Dosenöffner war und das gilt es dann auch in den nächsten Spielen genauso auf den Platz zu bringen, was wir heute gezeigt haben. Felix, man sagt ja gerne, Tore kurz vor der Halbzeit sind zu einem psychologisch wichtigen Zeitpunkt. Wie wichtig war heute dieses 1:0 bei dieser letzten Standardsituation? Ja, sehr, sehr wichtig. Ich glaube, wir hatten schon Kontrolle in der ersten Halbzeit. Der letzte Pass hat ein bisschen gefehlt. Aber so ist Fußball. Manchmal braucht man so Situationen, so Tore und dann kriegt man natürlich auch Momentum und dann ist es einfach besser und besser geworden. 4:0 klingt ja am Ende sehr deutlich. Wie viel Arbeit war es trotzdem da draußen auf dem Platz? Ja, halt bis zu der roten Karte war es halt sehr, sehr intensiv und wir haben alle gut gearbeitet, gekämpft und ja, dann natürlich nach der Rot haben wir es auch weiter kontrolliert und ja, wichtiger Sieg. Du hast es schon angesprochen, rote Karte. Auch beim 1:0 gab es eine längere Pause, wo der Videoschiedsrichter nochmal gecheckt hat. Wie erlebt man das unten auf dem Platz? Also spricht man da mit den Teamkollegen oder wartet man einfach nur und denkt, wann geht es hier endlich weiter oder wie ist das? Ja, also ich habe einfach gewartet, man trinkt vielleicht ein bisschen Wasser oder so und dann geht's weiter. Und jetzt gegen Leverkusen, wie nimmt man den Schwung mit in dieses Spiel? Ja, müssen wir halt mitnehmen. Wir wissen, dass Leverkusen eine gute Mannschaft sind und wir unser bestes Spiel bringen müssen. Aber ich glaube, wir haben dieses Glauben und Selbstvertrauen auch durch dieses Spiel. Und dann, ja, hoffentlich können wir es schaffen. Danke und viel Erfolg.